Feuer frei, juppdidei. Haben wir einen großen Bohrhammer? Ja. Sehr gut. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben hier heute endlich den neuen Bohrhammer von Bosch, und zwar den GBH 18V28DC. Und den wollen wir uns heute anschauen, testen, machen, tun, wirklich auch mit amtlichen Bohrern hier arbeiten, denn wir haben einen 28er Bohrer, das ist das Maximum, was sowohl diese Maschine als auch diese Maschine hier kann, und mal schauen, wie die beiden sich schlagen. Wenn wir es nicht im luftleeren Raum machen, haben wir natürlich hier Makita als Pendant dazu, so den Primus auf der anderen Seite, wo wir das Ganze mal wirklich gut und ordentlich vergleichen können. Und ihr wisst, wie immer, ihr könnt etwas gewinnen, und zwar heute genau die Neuheit von Bosch. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist einfach unten in die Kommentare eure Meinung, euer Feedback zu den beiden Geräten reinschreiben. Endlich hat uns der neue Bohrhammer erreicht, Bosch GBH 18V28DC. Aber so ihn alleine zu testen, das macht auch gar keinen Sinn. Und deswegen wollte ich den Makita mit dazu nehmen, aber nicht den großen Vergleich machen. Wenn ihr den großen Markenvergleich haben wollt, schreibt das mal unten in die Kommentare. Und mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, dass ich von Bosch, glaube ich, inzwischen fast alle Bohrhammer hier habe. Wenn ich mal die gesamte Bosch Bohrhammer Range euch zeigen soll, dann schreibt das mal bitte auch unten in die Kommentare und denkt dran, ihr könnt da dadurch schon gewinnen, denn ich habe vom 21er, 26er, 28er, 34er, 36er und 45er alle 18 Volt Geräte hier. Und in der Vorbereitung dieses Videos habe ich mir gedacht, welches wäre das passende Gerät. Und ich wollte unbedingt Makita nehmen, weil Makita natürlich von der Marktgröße, vom Volumen das nächstgrößere ist zu Bosch. Und dabei ist mir was aufgefallen, und zwar etwas sehr Merkwürdiges. Denn wir haben hier bei Bosch, ja, hier ein normales Gerät, ja, so wie man das kennt. Und da fällt eine Sache auf, da ist ein Akku. Ein Akku. Nicht zwei Akku, ein Akku. Und von Makita habe ich kein Gerät gefunden, und schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ich mich irgendwie verschaut habe, dass in dieser Leistungsklasse, nämlich der hier hat 3,2 Joule, hier haben wir 3,4 Joule, der in der Leistungsklasse ist und nur einen Akku hat. Ja? Denn wir haben hier zwei Akkus hier unten drunter, und wir brauchen auch zwei Akkus. Ich zeige euch das mal. Ja, hier jetzt. So, jetzt nehme ich mal einen Akku raus. Passiert nichts mehr. Das hat natürlich zwei Nachteile. Ja, das ist auch ein 36 Volt Gerät. Das Ganze hier ist ein 36 Volt Gerät, was wir haben. Steht hier auch drauf. Und der Nachteil ist natürlich, ihr braucht immer zwei Akkus. Das heißt, ihr braucht nicht einen Akku im Gerät, einen im Lader meinetwegen, um immer arbeiten zu können, sondern ihr braucht hier jetzt schon 4 Akkus. Der Nachteil Nummer 2 ist folgender: Das Gerät ist schwerer. Dadurch, dass ihr natürlich 2 Akkus drin habt, ist das Gerät natürlich von Hause aus schwerer und unhandlicher und hier hinten etwas größer. Das finde ich ein bisschen schade, aber dann ist es halt so. Ja? Also ich habe bei Makita nichts anderes gefunden, und deswegen werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir schauen uns jetzt trotzdem mal beide Geräte an und fangen mit den technischen Daten am besten mal an. Ja. Wir sehen, dass sich die Geräte doch sehr stark ähneln. Wir haben etwa dieselbe Schlagkraft, 2,9 zu 3,4 Joule. Wir haben beides SDS Plus Geräte, bei beiden Geräten etwa 1000 Umdrehungen in der Minute. Und bei der Schlagzahl, naja, ist es auch etwa dasselbe. Das Wichtigste aber ist der Bohrdurchmesser, nämlich 28 mm. Und wir haben noch die Absauganlagen mit dabei, aber die vernachlässigen wir erstmal, weil erst einmal schauen wir uns mal das Gerät einzeln an. Und zwar gerade hier bei Bosch fällt uns eine Sache auf, und zwar, wir haben hier, der will aber loslegen hier, ja. Wir haben hier ein Gerät, das kommt euch sicherlich bekannt vor. Ja. Das hier sieht aus wie der ganz normale Bosch-Hammer, den ihr sowieso schon ewig kennt, ja. Wie der hier. Ja. Das ist das Pendant eigentlich dazu. Ihr habt einen ganz normalen Bohrhammer, hier den GBH 228F, ja, 228F. Hier habt ihr auch einen 28er. Die 28 steht für den maximalen Bohrdurchmesser. Und wenn ihr euch das jetzt mal hier vorstellt, so jetzt direkt da dran, ja, ist das schon sehr, sehr nah dran und auch mal dahinter. Das ist fast das gleiche Gerät, nur hier eben mit Akku. Man sieht auch, dass das Gerät an sich hier, ja, nur minimal länger ist. Hier, das sind 2-3 cm, was hier das Ganze aufbaut, und das war's. Das ist schon erstaunlich, und erstaunlich ist auch, das Gerät hier hat 3,2 Joule Schlagenergie, das Gerät hat 3,4 Joule Schlagenergie.
Und deswegen habe ich es auch euch noch mal hier mitgebracht, weil wir haben hier einfach einen anderen Griff. Ja? Wir haben hier einen Griff, der direkt, also ihr habt hier hinten den Griff genau in dieser Position. Ja? Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist es so, oder bei vielen Geräten ist es so, dass ihr eben den Griff nicht genau so führen könnt. Ich zeige euch das jetzt mal hier bei Makita. So, mal schauen, dass wir das jetzt abbekommen. Hier seid ihr etwas, das ist aber auch schwer, das Gerät. Also im Verhältnis hier, das merkt man schon. Mann, oh Mann. So, hier seid ihr anders unterwegs, denn ihr habt hier einen anderen Schwerpunkt. Ja? Der Schwerpunkt ist sehr stark hier unten. Das Gerät hat hier Akku 1, Akku 2 und hier merkt man auch, dass da sehr viel Schwerpunkt noch hängt und seid zwar auch theoretisch genau an derselben Achse, ja? Aber es fühlt sich bei weitem nicht so an. Ihr habt das Gefühl, die ganze Zeit eher so hier unten gegen irgendwas gegenzuarbeiten. Wohingegen man bei Bosch hier oben sehr klar merkt, dass hier das Gewicht ist. Ja, und hier unten hast du eigentlich nur den Griff mit dem Akku dran, der aber auch nicht so schwer ist. Übrigens eine Info, das ist kein Biturbo Brushless Gerät, das heißt, ihr braucht keinen Procore. Ihr könnt natürlich hier ohne Probleme, deswegen haben wir es auch gemacht, einen Procore einsetzen. Ja, hier den 8 Ampere Procore, den wir eingesetzt haben. Ihr könnt aber den ganz normalen Akku hier auch einsetzen. So, dann eine wichtige Sache, eine ganz wichtige Sache, da stand eben schon in den Daten drin, und zwar das Thema Kickback. Ja, ihr kennt das, wir haben hier einen Bohrer drin, wir nehmen auch mal einen amtlichen Bohrer, hier jetzt einen 20er, so, den haben wir drin, bohren irgendwo rein, am besten natürlich mit Absauganlage, da kommen wir noch zu, mit Absauganlage bohrt rein und dann verkantet sich der Bohrer an irgendeinem Eisen, ja, an irgendeiner Bewegung verkantet sich und dann fängt an der Bohrer umzuschlagen. Dann versucht ihr natürlich so schnell wie möglich hier die Bewegung zu stoppen, loszulassen oder was auch immer. Ja. Wir haben hier bei Bosch eine Anti-Kickback-Funktion und zwar schaut mal hier. Ja. Ihr seht, ich habe jetzt einen Impuls gegeben, dass er so rumschlägt und ihr habt gesehen, wie wenig es ist. Ich mache es nochmal in eure Richtung, dass ihr das seht. Ja, schon bei der kleinen Bewegung ist es so, dass er dann schon aufhört und dadurch euer Handgelenk und euren Arm schützt. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal bei Makita an, wobei es eigentlich sinnlos ist, weil Makita hat die Funktion einfach nicht. Ja, da passiert gar nichts, nämlich, na doch schon, es dreht sich einfach weiter. Ja, das ist nicht schön. Das will ich nicht schön. Was aber beide Geräte haben, um aufs nächste Thema zu kommen, sowohl das Gerät als auch Bosch haben jeweils einen Brushless Motor, das heißt einen effizienten Motor, wo ihr ohne Kohlebürsten auskommt, insofern da erstmal keinen Verschleiß habt. Ich habe mir gerade meine Küchenwaage geholt, weil irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn man die Geräte so in der Hand hat, merkt man einen riesen Unterschied im Gewicht. Habe ich zumindest das Gefühl und das müssen wir uns jetzt mal anschauen, natürlich ohne den Bohrer. Und ich stelle das Ganze hier mal drauf und wir haben hier ein amtliches Gewicht von 4,65 Kilo. Ja, also 4,65 Kilo. Jetzt schauen wir uns mal Bosch an. Hier haben wir ein Gewicht von 3,55 Kilo. Also wir haben hier 1 Kilo, also über 1 Kilo weniger Gewicht. Über 1 Kilo, was du halt weniger in der Gegend rumracken musst. Und das macht sich bemerkbar. Und wir haben hier 3,4 zu 2,9 Kilo Joule Schlagenergie. Das heißt hier 3,4, hier 2,9. Das macht auch irgendwie langsam gar keinen Sinn mehr. Ja? Zwei Akkus so schwer, ein Akku nicht so schwer. Das merkt man natürlich. Wie viel wiegt eigentlich ein so ein Akku? Ist das Thema? Ja, der Akku macht schon 670 Gramm aus, aber selbst mit einem Akku ist er immer noch schwerer. Ja, immer noch 4 Kilo zu 3,6. Also das ist schon enorm, was er hier mehr wiegt. Aber jetzt gucken wir uns das Gerät doch mal im Detail an. Wir fangen mal vorne an. SDS Plus Aufnahme. Das heißt, wir haben hier einen normalen SDS, eine normale SDS-Aufnahme. Ihr kennt das hier. Rein und los geht's. Ihr könnt aber auch eine andere Aufnahme draufnehmen, und zwar eine ganz normale Standardaufnahme hier, aber aus Metall, sehr gut gefertigt, mit Standard-Metallbacken. Könnt das hier einfach wechseln und habt hier also, ich sag mal, mehr Möglichkeiten als nur mit dem einen Bohrfutter. Gerade für Metall ist zum Beispiel interessant. Jetzt kommen wir mal zum Thema Griff. Und zwar ist es so, dass wir hier den Griff lösen müssen und dann können wir den Griff
Wieder also nach vorne schieben und dann in einer anderen Position, wie hier zum Beispiel. Ich versuche mal eine Mittelposition zu finden. Na, die hatten wir ja gerade. Nee. Das wäre die nächste. Und das ist dann die nächste danach. Es gibt keine Mittelposition. Das ist ein bisschen schade. Nee, also ich mache es mal wieder hier fest. Ihr seht, ihr könnt das Ganze aber verstellen, wenn ihr wollt. Wir werden bei Bosch noch sehen, das ist stufenlos möglich. Naja. So, dann sehen wir hier Folgendes. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, dieses Modul einzusetzen. Ich zeige euch das mal richtig. Und zwar hier dieses Bluetooth-Modul könnt ihr hier einsetzen, indem ihr einfach hier das hier nach vorne zieht. So, ihr setzt das hier ein. Klick. Ihr seht jetzt hier Bluetooth. Und was könnt ihr damit erreichen? Ihr könnt damit einen Bluetooth-Staubsauger verbinden. Ja? Das heißt, wenn ihr nicht dieses Modul benutzen wollt, sondern einen richtigen Staubsauger, könnt ihr es damit benutzen, ja, wenn ihr das Modul dazu kauft. So, dann haben wir hier Folgendes. Wir haben hier einen Vibrationsgriff, oder Anti-Vibrationsgriff. Seht ihr das? Der ist schön locker aufgehangen, hier vorne. Ja? Und hier unten auch, sodass dass dieser Griff hier die Vibration euch nimmt. Das muss man sagen. Ja, Bosch macht das Ganze komplett anders. Wir werden mal sehen, wer besser ist. Dann haben wir hier auf der Seite, sehen wir hier natürlich den Griff, um das Ganze zu starten. Ihr habt keine Möglichkeit, hier irgendwas einzustellen an dem Gerät. Ja? Außer hier die Geschwindigkeit. Ihr könnt das Ganze runterdrehen. So, und hochdrehen. Ja, das seht ihr. Ansonsten habt ihr sonst, da kommen wir gleich dazu, keine weitere Möglichkeit, hier das irgendwie zu individualisieren, außer ihr habt hier auch die Möglichkeit, das Ganze irgendwo auch hinzuhängen, ja, und irgendwo euch an die Leiter halt schnell reinzutun oder auch in den Griff zu hängen. 5 Kilo finde ich, an die Hose zu hängen, aber 5 Kilo finde ich für die Hose wirklich ein bisschen zu schwer. Dann kommen wir mal hierzu, und zwar hier ganz klassisch könnt ihr einstellen Bohren, so, hier Bohren, dann Meißel bohren, dann könnt ihr das Ganze noch hierhin einstellen, so. Auf die Art und Weise könnt ihr nach meinem Dafürhalten, wir probieren das auch gleich mal aus, könnt ihr einen Meißel einsetzen, genau. Ja, ihr könntet jetzt hier einen Meißel einsetzen, der meinetwegen so schaut. Und wenn ihr den Meißel anders haben wollt, dann könnt ihr auf diese Position gehen, dreht ihn dahin, wo ihr ihn haben wollt, also dreht ihn von hier nach da, leicht rüber, geht dann hier in die Meißelstellung, so, und dann ist es arretiert, ja, und könnt dann den Meißel vor, den ihr eingestellt habt, wie ihr wollt, dann benutzen. Ja. Die letzte Stellung hier, die Meißelstellung. Und dann war es das auch schon. Außer was man noch sagen kann, ist Folgendes. Ihr habt hier auch einen Griff, der sehr vibrationsarm gearbeitet ist. Also ihr habt hier, das ist sehr, sehr, sehr weich. Schaut mal hier, so und so, ja, sodass hier auch Vibrationen aufgenommen werden und nicht so leicht an die Hand übertragen werden. Kommen wir zu Bosch. Und ja, man merkt das Gewicht wirklich. Und man merkt auch, dass der Schwerpunkt einfach woanders ist. Ja? Nicht hier, sondern eher hier vorne, da wo man das auch erwarten würde. Wir sehen hier Folgendes. Wir können an dem Gerät die Drehzahl nicht einstellen. Ja? Ich sehe hier keine Möglichkeit, das irgendwie einzustellen. Gibt es nicht. Feuer frei, juppdidei. Ja? Du kannst natürlich hier vorne das bisschen versuchen selbst zu machen. Ergo einen Softstart kannst du auch von Hand machen. Ja, so. Und dann. Das geht natürlich schon. Ich hoffe, es war nicht zu laut für euch. Aber mehr ist hier nicht einstellbar. Was man hier sieht, ist, dass wir natürlich hier ganz normal dieselben Einstellungen hier auch haben. Ich kann das hier auf Bohren stellen, ich kann das hier auf Schlagbohren stellen. Auch hier kann ich wieder das Ganze einstellen, damit ich hier meinen Meißel einstellen kann, und dann kann ich hier meißeln. Besonders interessant ist das hier, finde ich, und zwar Folgendes. Ihr könnt hier den Griff stufenlos einstellen. Das heißt, so wie ihr das haben wollt. Das ist zwar eine Kleinigkeit, ja, wenn ich mir das so anschaue, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber bei Makita habe ich nur diese und diese Stellung. Warum? Vielleicht will ich auch diese Stellung haben. Ja? Dann kann ich es hier einfach feststellen und kann damit arbeiten. Was ich ganz vergessen habe, natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, das Ganze aufzuhängen. Ich finde hier an einer günstigeren Stelle, weil wenn ich das so hier in eine Leiter rein tue, dann hängt das mir eher so, wie es gewohnt wäre, anstatt dass es so nach unten hängt. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Zumal das Thema Vibration hier übrigens auch noch ein Thema ist. Und zwar ist es hier so, dass der Griff erstmal augenscheinlich keine besondere Vibrationskontrolle hat. Auch hier hinten sehen wir nichts, aber Bosch hat hier etwas anderes eingebaut, und zwar eine Art Gegengewicht.
Wenn das Gerät an sich nach hinten schlägt, dann haben wir hier irgendwo ein Gegengewicht, ja, so steht es zumindest auf der Seite, was dafür sorgt, dass es in die andere Richtung schlägt und dadurch hier diese Vibration nicht so sehr an deinem Arm ankommt. Ob das wirklich funktioniert, werden wir natürlich gleich, ja, schaut mal hier, ob das funktioniert, werden wir hier an der Wand auch noch ausprobieren. Kalksandstein. Und werden wir auch gleich ausprobieren, und zwar hier an unserem altbekannten Betonblock. Der muss wieder leiden heute. Und da werden wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt kommen wir erstmal zum anderen Thema, was euch bestimmt auch brennend interessiert, und zwar das Thema Preis. Und übrigens, so wie ihr es gewohnt seid, ihr findet wie immer den ehrlichen Preisvergleich natürlich unten in der Videobeschreibung. Denkt dran, das Gerät hier ist ganz neu auf dem Markt, das wird sich noch einpendeln vom Preis her. Aber auch da haben wir aktuell schon einen Preis von rund 290 € hier zu 360 € und hier ganz klar ein Preisvorteil. Noch ein Hinweis übrigens zu den technischen Daten. Bei technischen Daten ist es so, dass ihr die auch hier oben nochmal verlinkt habt und auch hier unten, nämlich habt ihr Folgendes verlinkt, den Werkzeugvergleich auf gotools.de, weil dort werden nochmal alle technischen Daten für euch auf einer Seite dargestellt von beiden Geräten und ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, was ist euer Lieblingsgerät. Das würde mich nämlich total interessieren, also geht auf jeden Fall mal auf die Seite und stimmt dort ab. Nach dem Video bitte erst, welches Werkzeug findet ihr besser, weil das für alle anderen von euch auch interessant mal zu sehen, was die Allgemeinheit denn so sieht und nicht nur, was meine Meinung ist. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit die Maschine aber angeschaut, wir wollen doch endlich mal bohren und deswegen werden wir Folgendes machen, wir werden jetzt hier die Absaugung auch jeweils anschließen, ja, das ist so leicht, man glaubt immer gar nicht, dass es schon dran ist. Wir werden die Absaugung anschließen und werden dann zwei Dinge machen. Und zwar Nummer 1, wir werden mit dem 20er Bohrer hier in Kalksandstein bohren. Und zwar jeweils, ja, sagen wir mal, 4 Löcher komplett durch. Wir wollen zumindest mal schauen, was die Absauganlagen so können. Wir werden mal schauen, wie viel hier am Ende liegen bleibt, denn hier unten, seht ihr, ist komplett sauber. Und dann sehen wir, wie viel Staub jetzt die Absauganlagen nicht hinbekommen haben. Das ist Test Nummer 1. Und Test Nummer 2 soll sich ja auch lohnen, wenn wir mal, ja, ich sage mal zumindest mal ein Loch hier oben durch. Und zwar das Ganze mal auf Zeit machen. Das machen wir da drüben aber auch. Wir werden beides auf Zeit mal stoppen. Hier haben wir aber einen 28er Bohrer und das ist schon eine echte Herausforderung für so ein kleines Gerät. Mal schauen, inwiefern sich die 3,4 in dem Fall zu den 2,9 verhalten und vor allem, was das Thema Vibration so macht.
Jetzt haben wir den ganzen Test gemacht und was ist rausgekommen? Einerseits sehr wenig Staub und einerseits sehr viel Staub und andererseits vor allem auch sehr viel Staub aufgefangen. Fangen wir vorne an. Und zwar, wie war das Absaugergebnis? Als wir hier Kalksandstein gebohrt haben, war das Absaugergebnis von beiden super. Wirklich super. Alles top, tippitoppi. Wir haben hier unten jede Menge drin, genauso wie hier auch bei Makita, jede Menge in den beiden Behältern drin ist. Also wir sehen das hier, wir sehen das aber auch hier drüben bei Makita. Da kann man überhaupt nichts sagen. Das wäre jetzt für Nummer 1, Absaugung von beiden super. Das bisschen, was unten auf dem Boden gelandet ist, das ist einfach etwas, was aus den Hohlkammern nach unten durchgefallen ist. Insofern Respekt an beide. Punkt Nummer 2, was wir gerade gesehen haben, war das Thema Geschwindigkeit. Und wir haben sich schon ordentlich gequält. Wir haben ja als erstes hier mit dem 20er Bohrer hier gebohrt und haben da gesehen, dass Bosch hier schon etwas schneller war. Wir haben aber auch vor allem hier gesehen, in der Maximalkraft, ja, inzwischen geht es wieder, ganz schön heiß geworden, der Kleine. Gerade hier beim 28er Bohrer, und ich muss sagen, das ist das maximal Schlimmste, was wir dem Gerät noch antun können, ist es so, dass wir ganz klar gesehen haben, dass Bosch hier ganz klar schneller war und auch um einige schneller war. Das heißt hier klarer Punkt für Bosch. Weil wenn du bei so einem großen schneller bist, bist du natürlich auch in der Masse, wenn du viele Löcher bohrst, immer und immer wieder schneller. Und du hast auch wirklich auch gemerkt, die Schlagkraft hier 3,4 zu 2,9 ist einfach stärker. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ist es so, dass eigentlich ja, alles für Bosch spricht. Wir haben hier nur einen Akku drin, hier haben wir 2 Akkus. Dann haben wir hier 1 Kilo geringeres Gewicht, super, haben wir hier nicht. Dann haben wir hier Kickback Control, haben wir bei Makita auch nicht. Dann haben wir eine gute Absaugung bei beiden, okay, und dann kommen wir zum letzten Punkt und der ist sehr, sehr wichtig. Und zwar ist es so, dass wir hier bei Bosch eine viel geringere, ja so muss man sagen, viel geringere Vibration hatten. Bei Bosch ist es so, dass du am Arm das viel weniger gemerkt hast, das ist bedeutend weniger als bei Makita. Und das, obwohl wir hier kein Anti-Vibrationszeugs hier hinten haben, wie wir es bei Makita gesehen haben. Aber die Technik, ja, diese gegenlaufende Technik, die hier drin ist, das merkt man aber so richtig. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, war vorher skeptisch, aber das ist wirklich gut, das war aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte. Wenn du noch andere Punkte hast, schreib es bitte mal unten in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Für und wider beiden Geräte. Denk dann, du kannst das Gerät hier immer noch gewinnen. Und vor allem stimm bitte auch ab auf der Werkzeugvergleich auf gotools.de. Würde mich auch da sehr interessieren. Und für alle anderen ist es natürlich auch super zu sehen, was ist euer Liebling. Und schreibt bitte auch mal in die Kommentare noch eine andere Sache. Und zwar, sollen wir noch mal einen großen Markenvergleich machen in dieser Klasse? Oder soll ich vielleicht sogar von Bosch noch mal Folgendes machen, dass ich vom 21er bis 45er alle Geräte noch mal nebeneinander halte und ihr noch mal seht, was sind dann, welches Gerät nimmt man für was? Oder soll ich es bei Makita machen oder anderen Marken? Immer einfach unten in die Kommentare. Jetzt aber ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.